Gut, wir machen heute das erste Mal Maschinentraining mit der Ariel von der Tina. Das ist ein Bettwanzenspürhund. Wir haben noch 2 weitere Bettwanzenspürhunde dabei, jetzt am Vormittag zumindest, nämlich Cool und Ignaz, die sind ja schon erfahrener. Trotzdem werden die das gleiche Setup an der Maschine kennenlernen. Mit der Ariel machen wir zuerst eine lockere Einführung, damit ihr mal die Maschine überhaupt kennenlernt, und werden dann aber gleich schon in die Konditionierung einsteigen. Das ist cool in der Maschine. Wir haben dann von Anfang an unsere Echtstoffe, die wir links haben. Lebende Bettwanzen, aber auch Pheromone. Und wir haben natürlich von Anfang an auch drinnen unsere Verleiter. Und wir haben uns ja vorher darüber unterhalten, mit welchen Verleitern ihr an sich trainiert. Und das Phänomen bei Verleitern ist, dass man immer wieder dieselben Verleiter verwendet. Ja, wir Hundeführer sind einfach sehr, sehr faul, beziehungsweise denken wir immer, okay, was ist schwierig für den Hund? Futter, Spielzeug, fachspezifische oder echtstoffassoziierte Verleiter, was ja in dem Fall die toten Bettwanzen wären, und das ist nur gut. Wir haben hier zum Beispiel auch Kot von Bettwanzen und Tote drin, die werden wir auf jeden Fall auch reinbringen. Wir haben aber vor allem heute einfach mal Nahrungsergänzungsmittel oder einfach nur Geschmack. Wir haben ein bisschen Zimt, wir haben Mandelmilch, die wir in den Wattepads quasi getränkt haben, denn wir wissen, dass Bettwanzen mandelartig oder marzipanartig riechen. Marzipan macht man aus Mandeln. So haben unsere Schweizer Kollegen uns einmal berichtet, dass ihre Bettwanzen Mandelkekse angezeigt haben und den blauen Labello. Ja, der blaue Labello, der auch ein bisschen mandelartig riecht, schmeckt, was auch immer. Dann haben wir ein bisschen Olivenöl, ebenso getränkt. Getränkt, weil ich nicht will, dass der ganze Saft dann in meine Maschine rinnt. Wir haben ein hart gekochtes Ei. Habe ich zum Beispiel noch nie als Verleiter verwendet. Ja. Und wir haben 2 unterschiedliche Tee. Einmal Melisse und was auch immer. Happy Belly Tee. Das heißt, die eigentliche Idee ist, unter Umständen ist es den Hunden alles egal. Aber wir können erst dann ein Hackerl drunter setzen, wenn wir es ausprobiert haben. Es ist doof, wenn wir dauernd dieselben Verleiter verwenden, weil der Hund sich natürlich daran gewöhnt. Und in Wahrheit ist es so, wenn er das erste Mal den Verleiter ignoriert, sich damit auseinandersetzt, aber ignoriert, muss ich damit nicht mehr arbeiten. Dann könnte ich es als abgehackt betrachten. Ja? Also hierbei der Appell an alle Hundeführer, besser mit Verleitern umzugehen. Wir packen das jetzt gleich alles da rein. Und dazu gibt es keine Reihenfolge. Wir könnten theoretisch all diese Verleiter dann auch auf der Maschine eingeben, in welcher Probe quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 der jeweilige Verleiter drin ist. Das lassen wir heute alles außen vor. Ja, das könnte man machen, wenn man eine Studie macht oder was auch immer. Wenn wir sehen, dass es ein Hund bei einem bestimmten Verleiter regelmäßig durcheinander bringt, dann werden wir im Nachhinein überprüfen, okay, welcher war das gewesen. Und dadurch, dass wir dann auch in den einzelnen Durchgängen die Verleiter immer wieder auch neu positionieren, beziehungsweise neue Verleiter mit reinbringen werden, ist mir das zu viel Arbeit, alle Verleiter reinzugeben. Ich werde auch am Tablet nur reingeben, Geruch Bettwanze. Ja. Ich werde dort jetzt nicht reinschreiben, eine Fiole oder 2 Fiolen oder 3 Fiolen mit Summe 7 lebenden Bettwanzen drin, sondern ich werde einfach sagen Bettwanzen. Ich werde auch nicht schreiben Pheromone, sondern ich werde nur reinschreiben Bettwanzen, ja, dass die einfach da schneller vorankommen. So. Was wir aber jetzt bei den Echtstoffen beachten werden, ist, dass wir haben 7 Probebehälter und wir werden überall unterschiedlich viele reingeben. Ja, man sieht, die sind relativ relaxed, die leben aber. Was ich nicht mehr tue, und das habe ich früher getan, ist, dass ich vor dem Training quasi vor jeder Auslage reingepustet habe, um zu sehen, ob sie leben. Die Bettwanze wird ja angeregt durch CO2
Ja, Luft, die wir abatmen, Gerüche, die der Mensch halt so produziert durch seine Verstoffwechselung, Körperwärme. Sie sind außerdem lichtscheu, das heißt, wenn wir da gleich den Deckel drauf machen und die Klappe zu, fühlen sie sich eh wohl. Aber dadurch, dass ich sie jedes Mal aktiviert habe quasi, habe ich sie auch jedes Mal gestresst. Und dann bringen sie Stresspheromone aus. Und das wollen wir auch nicht haben. Ja, wir wollen ja eigentlich relaxte Bettwanzen, die untertags in ihren Ritzen und Nischen chillen und verdauen, dem Hund beibringen und keine dauerhaft gestressten Bettwanzen trainieren. Wobei ich der Meinung bin, dass beides dazugehört. Das heißt, wir werden zumindest bei einer mal reinpusten und sehen sofort, wie diese kleinen Dinger fliehen wollen. Ja, die sind sofort aktiv. Was aber für mich auch ganz klar ist, ist, das mache ich vielleicht am Tag des Trainings oder am Tag vor dem Training, dass ich checke, okay, habe ich genug Fiolen, wo genug lebende Wanzen drin sind. Ich mache das dann nicht mehr die nächsten 3, 4, 5 Tage. Es reicht mir zu sehen, wenn die am Samstag oder am Freitag lebend waren, dann sind die auch am Dienstag noch lebend. Ja? Die kratzen nicht so schnell ab. Das heißt, da habe ich früher viel zu viel die Bettwanzen geärgert, ja? Und gestresst. Hier haben wir 1, 2 Tropfen Pheromone drauf. Den werde ich noch einmal abbiegen müssen, damit er überhaupt reinpasst. Bei den Pheromonen haben wir erkannt, dass der eine oder die 2 Tropfen relativ intensiv riechen und vor allem unerfahrene Hunde, die bisher nur an der lebenden Wanze ausgebildet worden sind, haben damit ihre Schwierigkeiten. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass die Hunde automatisch so etwas anzeigen. Da packen wir jetzt gleich. Tina, vielleicht kannst du da die Deckel draufschrauben. Und ich mache derweil hier bei den Verleitern weiter. Das ist jetzt wirklich keine Hexerei. Hier bringen wir eigentlich nur die Verleiter rein. Auch hier müssen wir einmal biegen. Das ist das Olivenöl, das Gute. Bisschen Zimt. Dann haben wir hier noch die spannende Mandelmilch. Auf das bin ich wirklich gespannt. Da werden wir uns von Anfang an merken, wo das Zeug drin ist. Und gleichzeitig haben wir quasi auch hier das Wattestäbchen als Verleiter, weil wir haben es einmal getränkt, einmal ungetränkt. Und wir haben es hier drüben auch als Trägerstoff für die Pheromone drin. Dann ein bisschen was von dem guten Junkie. Und was nehmen wir noch? Wir hätten jetzt noch den Tee zur Verfügung, den nehmen wir aber später. Wir nehmen uns dann noch einmal ein paar tote Bettwanzen noch das. Und die sind wirklich tot, also die sind seit längerer Zeit da drin. Sein tut so, links die Probe ist immer Echtstoff oder Zielstoff und die Probe rechts wird immer der Verleiter sein. Das heißt, wir bringen jetzt zuerst in der Maschine die Zielstoffe aus und zwar immer links. Futterbehälter haben wir schon aufgefüllt, Ballbehälter schauen wir uns dann noch einmal an. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Verleiter. Dankeschön. Verleiter kommen, wie gesagt, rechts rein. Man könnte das Ganze natürlich auch noch sauberer machen mit Handschuhen und Co. In dem Fall haben wir schon begonnen, ohne Handschuhe zu arbeiten. Deswegen greifen wir auch gleich alles mit bloßen Händen an. Passt. Dann kommen diese Brillen drauf, das ist aber jetzt uninteressant. Genau. Lass sie ruhig selbstständig. Ja, dann kannst du wieder nachlegen. Genau. Die soll dann nur mal Interesse an diese schwarzen Targets, die ja dann bald auch offen sein werden als Nasentargets. Und die ist da sehr proaktiv. Es gibt Hunde, vor allem auch ältere Hunde, die am Anfang zögern, weil sie ja gelernt haben, auch Futter zu ignorieren. Ja, das ist ganz witzig. Aber die Ariel
ist das sehr, sehr kooperativ. Wenn sie jetzt alles hat, dann kannst du sie abrufen. Super. Gut. Komm her, sitzen. Aufwärmrunde für den Ignaz. Und das machen wir dann auch mit der Ariel. Es ist jetzt für den Ignaz eines positiv, das heißt im Zweier ist der Echtstoff offen. Alle anderen ist der Verleiter drin. Bei der Ariel werden wir es dann so machen, dass 4 positive offen sind. Positiv in dem Sinne, Zielstoff ist offen. Der Ignaz kennt das ja gut, hat das jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Deswegen gebe ich ihm beim richtigen Loch fürs Einriechen schon die Belohnung. Zeig. Und das ist der Nachteil, wenn es 0 Sekunden ist und du hast einen schnellen Hund, dann kriegt er einen Pieps und verharrt kurz woanders. Aber das ist kein Problem. Sobald wir dann auf die 2 Sekunden gehen, wissen wir, dass der Hund genau das macht, was er zeigen soll. Was aber spannend ist, und das ist mir viel wichtiger, ist, dass er auf keinen der Verleiter reagiert. Also er bleibt eigentlich nirgends wirklich hängen, er muss sich mit allen ein bisschen auseinandersetzen. Super. Das war's. Jetzt stellen wir wieder den Igel. Komm, komm. Legen. Das hat gepasst. Wir gehen jetzt gleich auf 1 Sekunde. Igele. Zeig. Das heißt, jetzt ist Sekunde, also 1 Sekunde als Anzeigedauer festgelegt. Super. Dann holen wir jetzt die Ariel. Die Ariel werde ich zuerst im System anlegen. Igele, komm. Hand. Setzen. Und wie gesagt, die kriegt 0 Sekunden und 4 offene. Und du hast Futter dabei. Hab das schon in der Hand, dass, wenn mal nichts rausrieselt, du das rein platzieren kannst. Sie löst mit ihren Ohren aus. Ja, das war vorhin schon. Das ist blöd. Gut. Heute haben wir also den 2. Tag an der Maschine mit der Ariel. Wir haben jetzt unterschiedliche Trainingsdurchläufe durchgespielt, von 4 positiven Löchern runter auf 3, runter auf 2 und sind jetzt auf einem positiven Loch, 0 Sekunden. Heute haben wir fast ausschließlich die Pheromone in der Maschine drin,
weil die Hunde am Sandwheel und in den Reallagen die größten Schwierigkeiten hatten mit den Pheromonen, was darauf zurückzuführen ist, dass wir überwiegend mit lebenden Wanzen gearbeitet haben, was ja ganz wunderbar ist, aber wir wollen mehr generalisieren und unseren Hunden eine größere Bandbreite an Ideen geben, wie ihr Zielstoff riechen kann. Sehr gut. Wenn diese 10 Runden jetzt durch sind, dann werden wir bei der Ariel auch mal auf 0,5 Sekunden gehen, was die Anzeigedauer betrifft. Sehr gut. Stell du dich auch mal auf die andere Seite. Also auch der Hundeführer soll nicht immer am selben Fleck stehen, damit der Hund diesen Kontext nicht lernt. Und was man bei jetzt schön sieht im Vergleich zu den ersten Wiederholungen, dass das Beep wirklich einen Effekt hat und sie unmittelbar das Verhalten abbricht und quasi auf den Belohnungserhalt wartet. Jawohl. Und hier lernt der Hund überwiegend über den Frust. Das heißt, Shitfuck, bisher hat es doch immer funktioniert und drückt die Nase noch mehr rein und kriegt dafür den Erfolg. Jawohl. Fertig. Abschluss. Gut.